So, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind beim Part 2 vom Mofa Kult Bildorf. Wir sind im wunderschönen Tirol. Wir sind beim Mofa Mano. Wir gehen jetzt gerade in sein Hütchen, er erwartet uns bereits und stellt uns sein Projekt vor. Let's go! Ja, hoi! Moin! Hoi, wie geht's? Alles gut? Geil! Darf man hier kommen? Ja, natürlich, kommt's rein. Oh, stell mal raus. Ja, lass mal raus. Deutschland, Wir haben es wieder mal ins Tirol geschafft beim Mofa Mano, weil er hat sich beworben mit seiner Schwester Ja, genau. als Team für das Mofa Kult Bildorf. Und ich sehe da vor mir gerade schon das Projekt. Nehme ich mal an, du noch nicht drauf schwenken. Der elende Rest. Rest. Es ist ganz etwas anderes, wie wir es vom ersten Team kennen. Aber bevor wir jetzt das Projekt genau anschauen, stellen wir uns mal schnell da aufs Sofa und du Ja. erzählst mir mal schnell Gern. zwei, drei Töne da, über wo wir sind und wieso es da so gemütlich ist. Tirol ist richtig, gell? Tirol ist richtig, ja. Nähe Kitzbühel dort. Näher so. Kitzbühel, das haben wir einen Muppeclub. Aber nur Aktive, sehr ohne, aktive. ja, aktiv. Und mit Familie. Mama, Papa, Schwester und ich. Sehr familiäre Club, exklusiv familiäre Ja, Club. auf jeden Fall. Also ich müsste heiraten zum Mitglied werden, oder? Ja, nein, man muss das richtige Blut haben. Ah, scheiße. Sehr geil. Ihr seid hier, das ist auch im Garten vom Haus, gell? Habt ihr hier ein sehr cooles Clubhaus, Werkstatt etc. gemacht. Extrem viele Startnummern, alles Mögliche, auch extrem viel Patch. Weit oben bekannt und das nicht nur in Österreich. Nicht nur in Österreich, ja. Bis nach Belgien auf. Bis nach Belgien. Ja. Schweiz, Belgien, Deutschland sowieso. Hammermäßig und das Mofa schon lange im Blut. 10 Jahre werden es nächstes Jahr. Ich habe deine Schwester noch nicht kennengelernt, sie Noch ist noch nicht. nicht dabei, gell? Also noch nicht da, gell? Sie ist noch nicht da, sie macht Au pair Ja. dort in Amerika. Sie kommt jetzt dann in einem Monat wieder zurück. Alles dann geht's klar. los. Und dann geht es Fußball Ja. los, sprich du musst ein bisschen Vorarbeit leisten. Vorarbeiten, ja. Die Und, schlimmen Sachen machen. Wie ein Rost. Schleifen, Rost. Ja. Dann bauen wir das Ganze miteinander zusammen. Das Projekt, sollen wir schnell zu dem über switchen? Auf jeden es ist, Fall. Etwas, was man kennt. Es ist auch in der Schweiz miteinander bekannt. Rosti, du machst am besten 3 Schritte retour und dann sehen wir das ganze Ding mal, oder? Ja, ja. Abgeschnitten, ohne Ja. Rädchen, kein kompletter Motor. Buchmaxi S. Buchmax S. Mit viel Arbeitsaufwand. Mit hä? sehr viel Arbeitsaufwand. Ein Jawohl. paar Beulen drin, Motor steckt, wie es sich gehört. Ja. Aber gratis ist gratis. Die Story hinter dem Ding ist, von meinem Arbeitskollegen war das Poltermoped. Okay. Ich weiß nicht, wie man es in der Schweiz sagt, aber Ja, ja. vor mir heiratet. Und der ist bei uns in der Dorfdisco die Treppen runtergefahren mit einer fix geschweißten Gabel. Keine Lenkung. Also Gabel Grad. komplett Grad, gerade, ja. Der Tank ist gefüllt gewesen mit Rost und Schweißperlen und Schrauben und alles. Räder waren fix und mehr war nicht drauf. Und dann hat er das Ding als Anhänger müssen Ja, mitnehmen. ja, immer. Dann Ganz normal. bin ich froh, ist jetzt bei dir gelandet. Jetzt ist weil, bei mir gelandet, ja. Dann kommt das ganze Ding nämlich wieder auf die Straße. Ja, auf jeden Fall, weil Papiere sind dabei. Okay. Also das Projekt wird auf die Straße kommen. Und Wir was sind in Österreich, also müssen wir technisch leider ein gut bisschen sind, hä? in konform vom TÜV bleiben. Einfach die ganze Grauzone Ja. ausgenutzt, Ja. oder? Ja, dunkelgrau, aber Dunkelgrau Ja. ausgenutzt. Sehr geil, sehr, sehr geil. Also das Ding kommt nachher auf die Straße, wird gefahren. wird deiner gefahren von meiner Schwester, ja. Dient eigentlich als Willkommengeschenk. Ah, sehr cool. Dass sie wieder da ist nach einem Jahr. Eigentlich war das ein Projekt für sie und mich zusammen, dass wir das miteinander aufbauen und durch das Bild auf hat sich das ergeben und dann Bietet sich das machen wir perfekt das an. noch schneller fertig. Sehr cool, sehr cool. Ja genau, der Zeitrahmen ist natürlich ein bisschen begrenzt. Da muss man vielleicht mal einen Abend mehr machen wie sonst Ja, oder ja. einen Abend weniger den Clubtisch ausbauen Ja, haben, eben. mehr das Werkbank parat. Ja, das geht schon nebenbei. Tipptopp. Ein paar Bier müssen da schon da. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, ein bisschen die Vision, ein bisschen was es Ein kann bisschen sein? zu viel, macht ihr nicht verraten. Okay, Klar. Motor steckt, wie wir wissen. Da kommt ein humanes Setup drauf. Kubik will ich nicht sagen. Einfach legal Ja, natürlich. legal natürlich. Ich bin Lackierer beruflich. Ja. Dann werden wir da ein bisschen auf die Pelle rücken. Buchlogo einlackiert. Anbauteile werden wir auch in einer eigenen Farbe lackieren. Jawohl. Also Lenker, Gepäcksträger, Kotflügel vorne zum Beispiel. Also sehr tief ins Thema Lack Ja, genau. eintauchen, ins ja, eben, wie Lack sagst du? cleanen, sehr viel genau. Schrauben weg. Was noch ein kleiner Seitblick ist, ich will auf dieser Maxi S, Maxi N Seitenverkleidung verbauen. Okay, ja. Also da die Schraubpunkte
modeln. Bisschen tiefere Sitzposition und höheren Lenker, standardgemäß. Viel mehr ist da eigentlich noch nicht. Ja, Dicker Reifen. So. Also es wird wahrscheinlich ein sehr cleanes Projekt, Ja. wo viel im Detail Ja, steckt. Bauzüge versteckt, Ja. Kabelzüge versteckt, dann Sehr cool. die ganzen Lichtanlagen versteckt. Es ist ja immer etwas Gutes und etwas Schlechtes, wenn man wenig hat zum Starten, oder? Ja. Wenn man es im Kopf schon hat, muss gar keine Teile dran haben. Nein. Dann kannst du einfach sagen, hey, das, genau so wird es, so hat man Wird's dich ja auch ungefähr, liegen, ja. oder? Speicherrädchen. Speicherrelle Liebe. auf jeden Fall, aber da ein bisschen die stabileren. Aber sonst eigentlich alles neu. Was bleibt ist der Rahmen und der Block. Sehr, sehr geil. Ja. Ich muss jetzt schon überlegen, brauchen wir. Wo ist mein Zettel? Mofas. Das hätte man vielleicht noch machen. Jetzt ist der Start vom Projekt. Hast du schon die einen Teile vielleicht schon mal gesichert? Irgendwo hast du schon mal etwas geholt? Hast du schon mal etwas bestellt? Vor einer Woche habe ich was bekommen. Natürlich auch gratis, weil das Rest ja natürlich teuer wird. Ich bin so ein Fan von hohen Lenkern und da gibt es ein Ding, das wird da montiert. Nicht zu breit, nicht zu hoch und gebogener Bügel. Ja. Könntest du schon mal ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das vielleicht Ja, geht? weil der ja ein bisschen rostig ist. Der ist sicher 30 oder 40 Jahre alt. Die Anbauteile werden natürlich lackiert. Dann ist das kein Problem. Gut anschleifen, Rüllen, Farbe. Genau, das ist ja bei dir in bester Hand. Auf jeden Fall. Gehen wir schon raus? Fängt Ja, das auf an? jeden Fall. Geil. Natürlich hat nichts an Ständer bei mir. Also Ladies, ne? Das ist mein Alltime Favorite, der Frankenstein. Aus einem KTM-Hobby-Rahmen. 2-Gang-Handschaltung, Z50 drunter. Leichtes, optimiertes Setup. 15er Swing, MVD ist drin und CNC-Felgen. Die fährt immer, hat so ungefähr 10, 15, 20.000 Kilometer drauf. Mit mir. Ganz so Davor gut. weiß ich nicht. Gut eingefahren. Ja, ungefähr. Hoher Lenker, Sitzbank, das ist so mein Ding. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du eigentlich mit dem unterwegs. Eben, die läuft immer, die wird auch immer gewartet. Umbaut habe ich da Fußbremse links, weil kein Rücktritt mehr vorhanden ist. Auf der sicheren Seite mit der Handschaltung. Selber baute Schutzbleche, Seitenverkleidung auf Patina gemacht. Mit liniert und Zweigang reingeschrieben, dass die Polizei merkt, es ist original. Eben, das ist so das Frankenstein Rough. Es darf nicht lackiert sein. Die wird wirklich jeden Tag benutzt. Die ist neuer. Die ist lackierter. Lackiert. Oder? Ich meine, das Projekt ist neuer. Das Projekt ist neuer, die habe ich fast gleich lang schon wie die. Da habe ich mir gedacht, die war orange, ist ein Automat gewesen. Da habe ich mir gedacht, ich baue komplett auf Sportler um. Schönes Grün. Das ist ungefähr ein Sneak Peek, so wie die Maxi werden kann. Ja, deine Schwester fährt. Puch Mini Maxi Silver Speed. Maxi. Findet man meistens nur im Internet mit Fußrostanlagen und beide Handbremse und Kickstartermotor. Ganz seltenes Modell, finde ich. Also ich habe noch nie eine zweite gesehen, live. Sollte anscheinend für französischen Markt gebaut worden sein. Die hat mein Opa uns geschenkt um 1 Euro. Also für Kaufvertrag. Das ist meine Schwesters Mobil. Sandra, darf ich da mal schnell drauf hocken? Chillig zum Hocken. Voll cool. Riesen Sattel, wie so eine Kloschüssel. Perfekt Schwimmbadmoped. Ja. Ist so. Ja. Voll am liebsten. Genau. Ja. Und das ist nicht zu klein, es sind keine 12 Zoll Rädler, sondern 14 Ist 14. Zoll. Ja. Ja. Das ist ein X30-Rahmen. Ist der Tank da? Ja, da drunter ist der Tank. Plastiktank, kann nie rosten. Perfekt. Hammer. So geil. Fährt gute 60. Verrückt. Selten. Selten, absolut. Ja gut, wir haben jetzt gesehen, wo dass es könnte gehen. Sehr geile Projekte sicher mal, die rumstehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da losgeht. Ich würde am liebsten helfen, aber ich darf natürlich nicht. Projekt Start, let's go. Und Lernen den ich Speck. schaue da nach den Schultern. Ja. Hammermäßig. 1000 Teile fliegen durch die Luft. Schweißperlen tanzen, es liegt was in der Luft. Aus alt nach neu, das ist mein Spiel. Junge mit dem Buch, jetzt ist es erwacht. Mofa Mano, ich bin der Freak. Der schraubt, hau den Lack drauf wie ein Künstler beraubt. Altes Eisen wird zum Sternenlicht. Mit jedem Griff ein neues Gedicht. So, also bevor ihr hier zu viel gesehen und der Muffenmann das Ding gerade noch anfängt zu lackieren, hier im Gartenhäuschen, machen wir hier fertig. Unbedingt Abo und Like da lassen, schreibt einen Kommentar für den Muffenmann, wie geil dass er sein Zeug hier macht und sehen wir uns nächstes Mal wieder. Unbedingt Glocken aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Tschüss, tschüss. Ciao. Heide. Ei, 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 ei.